War das ein Einzelfall oder Teil einer Serie? Pfleger unter Mordverdacht. Er ist eigentlich ein Betrüger, ein Dieb. Wir haben keine Todesursache des Verstorbenen gefunden. Das kann eigentlich nur mit der Gabe von Insulin möglich sein. Im Blut baut Insulin sehr schnell ab. Wir wussten, dass sich die Beweissituation für uns von Tag zu Tag verschlechtert. Niederträchtig und kaltblütig. Er sei im wahrsten Sinne des Wortes über Leichen gegangen. Dieser Mensch hätte eigentlich überhaupt nicht in diesem Bereich arbeiten dürfen. Die kriminelle Karriere hat bei ihm im Alter von 12 Jahren begonnen. Ich hatte kein gutes Gefühl. Das ist exzessiv viel Insulin. Das hält man schlichtweg für unmöglich. 24 Stunden Hilfskraft aus Polen, der mordend durch Deutschland gezogen ist. Dass der Umfang so groß wird mit 69 Arbeitsstellen, das war mir in dem Fall nicht klar. Er war eigentlich überhaupt gar keine Hilfe, er war ein Serienmörder. Uns hat keiner irgendwie zugehört. Und es hätte viel Leid erspart werden können. Im Mai 2017 bekommt der 24-Stunden-Pfleger Grzegorz W. von seiner Vermittlungsagentur den Auftrag, sich um den kranken Heinrich Wischmann in Mülheim an der Ruhr zu kümmern. Der 91-Jährige lebt noch zu Hause und benötigt Hilfe im Alltag. Mein Vater hatte Parkinson, er musste im Rollstuhl sitzen. Er hatte auch eine leichte Demenz, er hatte auch mit der Lunge Probleme. Unsere Mutter ist im September 2015 relativ plötzlich verstorben und der Vater, für ihn war klar, dass er aus diesem Haus, seinem Elternhaus, nicht heraus wollte. Und da wir alle berufstätig waren, mussten wir mit ihm das Arrangement treffen, dass auch eine Pflegekraft vor Ort sein musste. Ja, so kam es dann dazu, dass wir uns an eine Agentur gewandt haben. Die ersten Erfahrungen waren recht okay, sag ich mal. Dann stellten wir aber fest, dass die Pflegesituation sehr schnell immer wechseln musste. Also wir hatten einen sehr regen Austausch an Pflegern. Am 24. Mai 2017 klingelt es an der Haustür von Heinrich Wischmann. Es ist Grzegorz W., der ab jetzt bei ihm wohnen und sich um ihn kümmern wird. Ich weiß das wie heute, es war der Mittwochnachmittag vor dem Himmelfahrtstag und meine Schwester nahm den Pfleger in Empfang. Dann war der Schreck erstmal groß, ne? Ich kam rein und sah nur noch, ja, ich sag das jetzt böse, diese Masse von Mensch. War erstmal ein bisschen sprachlos. Ich hatte kein gutes Gefühl, habe aber dann gedacht, komm, erstmal abwarten. Der optische Eindruck ist ja nicht entscheidend. Was uns abgeschreckt hatte, war, er hatte sich in dem Gespräch mit meiner Schwester überhaupt nicht für meinen Vater interessiert. Er wollte wissen, wie er ans Internet kommt und wo das Essen ist. Und meine Schwester wollte, weil die immer so diesen Part hatte mit Tablettenversorgung und so, sie wollte ihm das erklären und er wiegelte immer nur ab und sagte, wüsste er alles, er könnte pflegen, er wüsste alles. Am Abend verlässt die Tochter von Heinrich Wischmann das Haus ihres Vaters mit einem unguten Gefühl. Mein Bruder kam dann an dem Morgen und dann beschwerte sich der Grzegorz, dass mein Vater, glaube ich, 3 oder 4 Mal nachts wach geworden ist.
Mein Bruder hat ihm dann erklärt, dass es eben so ist in diesem Krankheitszustand, aber das fand der Gregor gar nicht gut. Und dann schrieb mein Bruder, er hätte geklagt, dass er kein Essen mehr da hätte. Und dann bin ich kurz darauf auch dann hingefahren und habe Kartoffeln gebracht. Habe aber dann schon gemerkt, die Stimmung war nicht gerade angenehm. Und bin dann gegen 1, halb 2 schon wieder hin und da klagte mein Vater über das Essen, die Pappe, die da stünde. Ich habe dann versucht, meinen Vater ein bisschen zu beruhigen und habe dann in das Zimmer von Gregor geschaut. Und dann saß der da vor einem vollen Teller mit 8 Kartoffeln, mit Fisch drauf, mit allem und aß. Und hatte dann sein Internet an. Dann bin ich eine ganze Zeit bei meinem Vater geblieben, weil er war todunglücklich. Habe ihm dann gesagt, ich würde sofort anderen Morgen die Agentur anrufen und er bekäme einen neuen Pfleger, wenn nicht, würde ich da bleiben. Karin Wischmann fährt nach Hause. Sie wohnt nur wenige Minuten von ihrem Elternhaus entfernt und will später noch mal nach ihrem Vater schauen, der inzwischen einen Mittagsschlaf macht. Ich bin dann gegen 17 Uhr zu Hause gewesen und keine Stunde später rief mein Bruder schon an und sagte, was ist mit dem Papa? Der ist überhaupt nicht ansprechbar, der liegt im Bett und lallt nur. Und dann bin ich ja innerhalb von ein paar Minuten da gewesen. Und es stimmte. Und dann haben wir den Notarzt gerufen. Um 19:30 Uhr trifft der Notarzt ein. Heinrich Wischmann reagiert nicht. Sein Bewusstsein ist getrübt. Ein Hinweis auf Unterzuckerung, doch die Rettungskräfte messen den Blutzuckerspiegel nicht. Der 91-Jährige kommt mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Seine Tochter Karin begleitet ihn und informiert ihre 3 Geschwister. Mein Vater kam in diesen Schockraum und wir sollten im Wartezimmer eben warten. Dann wurden wir reingerufen nach einer Zeit und die Ärztin fragte nach der Vorsorgevollmacht und teilte uns dann eben mit, dass wir uns darauf einstellen sollten, dass er in den nächsten Stunden versterben würde. Es war ein Schock. Und wir waren schon eine Zeit bei dem Vater dann mit im Behandlungszimmer. Dann wurden wir eben angesprochen, ob er Morphium bekäme. Konnten wir verneinen, weil die Pupillen so verändert wären. Und daraufhin hat mein Bruder erwähnt, ganz vorsichtig, dass wir seit dem Abend vorher einen anderen Pfleger hätten und uns das alles sehr komisch vorkäme. Und da war die Ärztin doch sehr ungehalten, dass wir doch dem Pfleger nichts unterstellen sollten. Mein Bruder und ich waren uns einig, dass wir gesagt haben, ehe wir den Vater hier jetzt versterben lassen, möchten wir noch mal alles genau abklären. Und dann wurde ihm Blut abgenommen und dann kam wohl der Anruf, dass er unter 10 Zucker hätte. Und dann ging alles ganz schnell. Der bekam eine Infusion und zack, 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 da wurden die auf einmal emsig. Und innerhalb von kürzester Zeit kam mein Vater bei. Ne? Ich hatte damals Kontakt zu anderen Ärzten im Privaten und habe das erzählt und sofort kam die Diagnose, da muss Insulin im Spiel sein. Und dann haben wir entschieden, dass einer zur Polizei geht, das melden muss. Und da bin ich vom Krankenhaus aus zur Polizei. Die haben ernsthaft reagiert und ich hatte nicht einmal das Gefühl, dass sie denken, ach, da kommt eine, die spinnt rum oder so. Nein, die haben mich ernst genommen. Die Polizei stuft den Fall nur als Körperverletzung ein. Grzegorz W. reist ungestört zum nächsten Pflegebedürftigen. Und Heinrich Wischmann? Also mein Vater ist freitags ins Pflegeheim gekommen. Er bekam dann Sauerstoff und man merkte aber, da ging gar nichts mehr. Und dann ist er verstorben. Sieben Monate später, in der Nacht zum 12. Februar, setzt Grzegorz W. einen Hausnotruf ab.
Der 87-jährige Franz W. atme nicht mehr. Kurz darauf trifft der Notarzt in Ottobrunn bei München ein. Doch jede Hilfe kommt zu spät. Franz W. ist tot. Bei der Leichenschau fallen dem Arzt ungewöhnliche Spuren auf. Punktförmige Einblutungen im Mundraum und hinter den Ohren. Er alarmiert die Polizei. Ich kann mich tatsächlich noch ganz gut an den 12. Februar 2018 erinnern. Es war kalte Witterung, wie üblich an einem Wintertag. Und eben an diesem Rosenmontag war ich mit meiner Mordkommission dran für die anstehende Bereitschaft. Das war kurz nach 7:30, als der Kollege von der Vorgänger, von der 4. Mordkommission reinkam und uns berichtete, dass er soeben einen Anruf erhalten hat. Da sei ein 87-jähriger alleinstehender Mann in der Nacht verstorben. Die Umstände am Ablebensort seien komisch. Wir wussten, dass 2 Tage vor dem Tod ein Polizeieinsatz in dem Anwesen war. Und zwar hat da das spätere Opfer die Notrufzentrale angerufen und angegeben, bei ihm im Haus wären polnische Einbrecher. Es war genau der Übernahmetag, als der neue Pfleger kam. Der Mann war halt etwas verwirrt, hat die Situation vielleicht falsch eingeschätzt. Franz W. in Ottobrunn, Heinrich Wischmann in Mülheim an der Ruhr. Beide Patienten sterben unter rätselhaften Umständen. Zufall? Oder sind die Ermittler einem Serienmörder auf der Spur? Wir haben uns dann so verständigt, dass der Johannes und ich direkt vor Ort fahren, nach Ottobrunn. Und der Kollege vom K12 zuvor noch eine Rechtsmedizinerin abholt und hinzuzieht. Der Herr war alleinstehend, 87 Jahre alt, hat in einer Doppelhaushälfte gewohnt. Als einzige soziale Kontakte hatte er eigentlich nur seinen Bruder und dessen Frau. Bei Inaugenscheinnahme des Leichnams haben wir auch diese leichten Hautveränderungen innerhalb der Wange in den Schleimhäuten festgestellt. Wenn der Leichenschauer nicht so genau geguckt hätte, dann hätte er sich vielleicht gedacht, alter pflegebedürftiger Mensch, das wird ein natürlicher Tod sein. Dann wäre der Verstorbene bestattet worden und mehr wäre nicht passiert. Und nur weil dieser Leichenschauer was Auffälliges bemerkt hat, wurde die Rechtsmedizin hinzugezogen. Letzten Endes hat sich gezeigt, dass diese Punktblutungen im Mund, dass das keine Einblutungen waren, sondern das waren eigentlich weitgestellte Gefäße. Meine Kollegin kam zu dem Ergebnis, dass wir den Menschen sofort obduzieren müssen, also ohne zeitliche Verzögerung, weil sie 3 fragliche Injektionsstellen am Körper gesehen hat, was grundsätzlich zu einer Insulininjektion passen würde. Und da Insulin sehr instabil ist, muss man dann versuchen, die Obduktion ganz schnell zu machen, damit man noch möglichst gute toxikologische Untersuchungsergebnisse erlangen kann. In der Küche saß dieser polnische 24-Stunden-Pfleger, der sehr beleibt ist in schlapprigen Klamotten und hat auf seinem Laptop, das er aufgeklappt hatte, polnische Polka-Musik gehört. Eigentlich ein völlig unnormales Verhalten, also zumindest der Situation nicht angemessenes Verhalten. Der Herr W. war schmuddelig gekleidet und er war aus meiner Sicht auch massiv übergewichtig. Ich habe nochmal in den Unterlagen nachgesehen, das waren auf 163 Zentimeter 150 Kilogramm. Der erste Eindruck war, diese Person kann eine ältere Person betreuen. Das habe ich eher mal in Zweifel gezogen. Vielmehr war der Eindruck, dass diese Person gegebenenfalls selbst einen Betreuer braucht.
Ich habe ihn dann ein bisschen zurechtgewiesen, dass es eben der Situation nicht angebracht war, so laut Musik zu hören, wenn hier gerade eine Person verstorben ist. Er hat dann nur darauf geantwortet, dass er jetzt umgehend wegfahren möchte, er müsse nach Hause. Der war 3 Tage an dieser Einsatzstelle, hätte eigentlich für 4 oder 6 Wochen hier bleiben sollen. Und sein Schützling stirbt in der Nacht und er ist wenige Stunden drauf reisefertig und will weg. Der war schwitzig, der war nervös, das hat einfach alles nicht zusammenpasst. Wir waren tatsächlich in dem Stadium, dass wir kein handfestes Tötungsdelikt vor uns hatten. Also wir hatten eigentlich nichts. In der Früh, ich war gerade so am Aufbrechen Richtung Büro, kam der Anruf von der Mordkommission, die mir dann mitgeteilt haben, dass es einen wahrscheinlichen neuen Fall gibt. Wir haben uns dann eben dazu entschieden, dass der Herr W. zunächst als Zeuge mit aufs Präsidium kommt und da erstmal vernommen wird, einfach weil die Gesamtsituation vor Ort auffällig war. Also er stand schon mit gepackten Koffern und wollte eigentlich schon wieder abreisen, was natürlich auffällig dahingehend war, dass das Opfer ja erst kurze Zeit vorher verstorben war und er ja eigentlich auch nicht wissen hätte können, dass er in dieser Nacht verstirbt. Parallel dazu haben wir die Obduktion fahren lassen. Die Ermittler des K11 bringen Grzegorz W. samt Gepäck zur Dienststelle nach München. Dort soll er als Zeuge die letzten Stunden von Franz W. schildern. Unser Ziel war es eigentlich tatsächlich, den Pfleger so lange als Zeugen zu vernehmen, bis das Ergebnis der Rechtsmedizin da war. Die Vernehmung habe dann ich übernommen. Parallel hierzu lief eben die Obduktion und diverse andere Untersuchungen. Der Herr W. sollte erst einfach mal mitteilen, wie denn seine Anreise war, wie lange er das schon machte, wer war denn alles im Haushalt, wie war sein Tagesablauf. Da stellte sich eben schnell heraus, dass er erst kürzlich angereist war, erst am 9.2. Also er hat es eigentlich so dargestellt, dass er direkt neben dem Bett wachend sitzen würde und auf jede Regung des zu Betreuenden reagieren würde. Das wurde natürlich von mir in Zweifel gezogen. Das ist ja komplett unmenschlich, habe ich gemeint. Das hält doch niemand durch, wenn man nichts machen kann, dass man da wacht. Er hat dann felsenfest behauptet, nein, das wäre eine Wache in ständiger Bereitschaft. Und dann wäre er aber dann doch eingenickt und um 3 Uhr nachts aufgewacht und dann hätte er den Tod festgestellt. Ich habe dann gefragt, und haben Sie Erste-Hilfemaßnahmen geleistet? Und daraufhin hat er gemeint, nein, das darf nur eine ausgebildete Person vom Rettungsdienst, er darf das gar nicht. Dann habe ich ihm gesagt, ja, aber wenn die Person vielleicht noch gar nicht richtig tot ist, Sie müssen die ja vielleicht retten. Also Herz-Lungen-Massage durchführen oder Beatmung oder irgendwie sowas. Manche Dinge waren eben dann so für mich befremdlich, dass ich ihm dann schon in klaren Worten gesagt habe, das kann ja so jetzt nicht gewesen sein. Dann geht die Tür auf und der Kollege schaut herein und sagt zu mir, ja, Roland, komm doch mal kurz raus, wir haben neue Infos. Es würde aus dem Haushalt eine goldene Uhr fehlen, also Schmuckstücke würden fehlen. Wir haben dann den Pfleger mit dieser Behauptung konfrontiert und haben gesagt, also es sollen jetzt da Gegenstände fehlen, ob er da eine Erklärung dafür abgeben könnte. Der Herr W. öffnete dann vor mir seinen Geldbeutel und zeigte mir so seinen Geldbeutel nach dem Motto, da ist keine Uhr drin. Ich habe mit Einverständnis des Pflegers dessen Sachen durchsucht und habe bei dieser Durchsuchung in seinem Geldbeutel eine größere Menge Bargeld gefunden, EC-Karten, Kreditkarten des Verstorbenen. Zwischenzeitlich hatte Johannes aber schon den Koffer geöffnet und darin befanden sich Medikamente und Insulin in Ampullenform. Und ein Insulinpen. Dann habe ich ein wenig forsch reagiert. Als ich dann eben den Insulinpen gezeigt bekommen habe, habe ich jetzt gefragt, was ist jetzt das? Der Herr W. meinte daraufhin, ja, das habe er ja ganz vergessen. Seit 3 Wochen sei er ja insulinpflichtig, er habe Diabetes, aber aufgrund der Vernehmungssituation habe er das ganz vergessen. Ist der Insulinpen von Grzegorz W. die Tatwaffe?
Die Rechtsmediziner stehen unter Zeitdruck. Insulin zerfällt schnell im Körper, auch bei Verstorbenen, und lässt sich dann nicht mehr nachweisen. Die Leiche kam zur Obduktion, wurde von 3 Kollegen von mir obduziert. Ich war dabei, eine Toxikologin war dabei. Und natürlich wurde die Obduktion durchgeführt zur Klärung der Frage, was ist die Todesursache, woran ist der Mensch gestorben. Was man direkt im Rahmen der Obduktion sagen konnte, war, dass der Verstorbene Injektionsstellen hatte. Der hatte eine am Brust und 2 am Arm, die er eigentlich nicht haben sollte, weil, da haben wir so einen Medikationsplan vorgelegt bekommen, weil der Mensch keine Medikamente bekommen hat, die man an diese Körperstellen hätte spritzen sollen. Also der hat quasi Injektionen bekommen, für die es keine Erklärung gab. Dann wurde natürlich so ein Urin-Schnelltest gemacht und auch eine Messung am Blutzucker. Und da hat sich ein Blutzuckerspiegel von 27 Milligramm pro Deziliter gezeigt. Das ist ein sehr niedriger Spiegel. Normal sollte der Blutzuckerspiegel bei 70 bis 100 beim Gesunden liegen. Man spricht von einer Hypoglykämie, wenn der Blutzuckerspiegel niedriger als 60 Milligramm pro Deziliter ist. Und das kann zu ganz erheblichen Beeinträchtigungen führen, je nachdem, wie niedrig der Blutzuckerspiegel ist. Und letzten Endes kann es auch zum Tod führen. Wir haben keine Todesursache des Verstorbenen gefunden, sodass dann im Raum stand, okay, der hat Injektionsstellen, die da nicht hingehören, hat einen niedrigen Blutzuckerspiegel und hat sonst keinen organischen Grund, warum er zu diesem Zeitpunkt hätte sterben sollen. Und damit stand dann die Verdachtsdiagnose einer Insulinbeibringung natürlich klar im Raum. Während die Ermittler den 36-jährigen Grzegorz W. auf dem Polizeipräsidium befragen, kommt der erste Hinweis aus der Rechtsmedizin. Alles deutet auf einen Mord durch Insulin hin. Das war für uns dann der Zeitpunkt, wo der Zeugenstand erledigt war und wir ihm praktisch die vorläufige Festnahme und den Tatvorwurf des vollendeten Mordes mit Insulin unterbreitet haben. Er hat angefangen zu schwitzen, auch ein wenig zu zittern und hat dann eben Bedenkzeit verlangt. Er wolle sich auch überlegen, ob er jetzt doch besser einen Rechtsanwalt hinzuziehen wolle, weil er habe ja nichts getan. Und dann kam er eben wieder zurück. Er wirkte für mich auf jeden Fall gefestigter und sagte, er wolle das alles erklären. Und daraufhin haben wir die Vernehmung weitergeführt, aber jetzt nicht mehr als Zeuge, sondern als Beschuldigter. Natürlich räumt er ein oder hat er eingeräumt sofort, was offenkundig war, also sprich die IC-Karten des Toten mit der PIN und auch das Geld. Hat aber hier als Grund angegeben, das hätte er nach Feststellung des Todes seines Schützlings halt mitgenommen, weil er eine kranke Mutter zu Hause hätte und dafür Geld benötigt hätte. Auch habe ich ihn dann konfrontiert, wie das denn ist mit der Gabe von Insulin, was denn dann passieren kann. Schlimmstenfalls kann man sterben. Aber das hat der Herr W. nie gesagt, sondern er hat nur gesagt, schlimmstenfalls kann man davon schläfrig werden. Ich habe ihn dann weiter auch damit konfrontiert, dass Einstichstellen am Oberarm festgestellt worden sind. Minimale Einstichstellen. Und wie er sich die erklären kann. Und daraufhin hat er dann eben keine Antwort mehr gegeben. Grundsätzlich war klar, es ist der Patient verstorben. Wir haben eine exogene Gabe von Insulin, sodass es klar war, dass es eine Fremdeinwirkung gibt. Er war die einzige Person vor Ort. Er hat sich entsprechend auffällig verhalten mit, ich reise jetzt gleich ab und bin eigentlich schon abreisebereit, sodass das dann für uns in Summe zu dem Ergebnis geführt hat, dass wir gesagt haben, okay, wir haben einen Tatverdacht gegen Herrn W. Daraufhin wurde dann der Herr W. zur Rechtsmedizin verbracht und körperlich untersucht. Wir untersuchen hier aus verschiedensten Gründen lebende Patienten. In dem Fall ging es einfach darum zu schauen, ist dieser Mensch Diabetiker? Und diesbezüglich natürlich insbesondere schaut man dann, hat der selber Injektionsstellen? 2 Injektionsstellen hatte er am Körper, was dazu passt, dass er sich Insulin spritzt oder gespritzt hat. Grzegorz W. ist seit 2016 Diabetiker. Deshalb besitzt er einen verschreibungspflichtigen Insulinpen, mit dem er seinen Blutzuckerspiegel reguliert. Die passenden Insulinampullen verschreibt ihm sein Arzt in Polen.
Wenn man jetzt Diabetiker ist, hat der Mensch nicht genug Insulin, weil die Bauchspeicheldrüse krank ist. Das kann man manchmal noch medikamentös mit Tabletten behandeln. Manche müssen sich Insulin von außen spritzen. Deswegen wurden sogenannte Insulin-Pens entwickelt. Die sind sehr praktisch. Zum einen haben die eine sehr kurze, ganz, ganz haardünne Nadel, sodass es fast nicht wehtut, wenn man sich damit spritzen muss. Und außerdem ist es sehr praktisch, da kommt eine Ampulle mit Insulin rein. Dann gibt es ein schönes Einstellrädchen, wo der Patient sich selber einstellen kann, wie viel Insulin brauche ich jetzt. Spritzt sich das ins Unterhautfettgewebe und das Insulin wird in den Körper abgegeben und die Sache ist erledigt. Ein lebenswichtiges Medikament und zugleich eine tödliche Waffe. Grzegorz W. bestreitet, Franz W. Insulin gespritzt zu haben. Die Nacht verbringt er im Münchner Polizeipräsidium. Am nächsten Morgen wird er dem Haftrichter vorgeführt. Bevor er in die Zelle verbracht wurde, hat er darum gebeten, ob er nicht noch mal rauchen kann. Und dann habe ich mit ihm ein paar Zigaretten geraucht und mit ihm noch mal gesprochen und habe ihm halt signalisiert, dass seine bisherigen Angaben einfach gelogen sind und dass wir ihm das nicht abnehmen, dass er damit nichts zu tun hat. Und ich habe ihm halt auch erklärt, dass er jederzeit die Möglichkeit hätte, natürlich seine Angaben auch vor der Polizei und vor dem Haftrichter nochmal zu berichtigen oder zu ergänzen. Es ist sein gutes Recht. Er hat sich dann wohl ein Herz gefasst und hat dann eben auch Kontakt aufgenommen mit meinem Kollegen Johannes, weil mit mir wollte er nicht mehr so richtig reden. Er hat daraufhin zu mir gesagt, er würde sich das jetzt mein Angebot durch den Kopf gehen lassen und würde mir morgen noch mal Bescheid sagen. Die Mordkommission München will wissen, wer ist dieser Mann aus Polen, der seit Mitte 2015 in deutschen Haushalten als Hilfspfleger arbeitet. Was weiß die Polizei über ihn? Hat er bereits Straftaten begangen? Ich und die anderen Kollegen haben uns natürlich versucht, so umfangreich wie möglich kundig zu machen über die Person des Pflegers und haben dann auch festgestellt, dass es einen Vorfall gab in Weilheim einige Zeit zuvor und da im Rahmen dieser Ermittlungen dann danach Erkenntnisse aufgekommen sind, dass auch diese gepflegte Person später mit einer Unterzuckerung im Krankenhaus behandelt wurde. Die Kollegen von der Mordkommission haben dann direkt Kontakt zu den Kollegen in Weilheim aufgenommen, haben dort auch mit der Kriminalpolizei gesprochen und haben auf dem Weg sozusagen erfahren, dass es bereits einen weiteren Fall zeitlich früher gegeben hat, in Mülheim an der Ruhr. Der Fall Heinrich Wischmann, 7 Monate zuvor. Wir waren an dem Abend vom 12. mit unserer Kommission zusammengehockt. Wir hatten zum einen die Tat in Ottobrunn, wir hatten die Erkenntnisse aus Weilheim, wir hatten wiederum Hinweise, dass auch möglicherweise in Nordrhein-Westfalen schon was war. Und wir haben uns alle angeschaut an dem Abend und haben uns gesagt, das hat er nicht zum ersten Mal getan. Am späten Abend kam ich dann nach Hause, habe mich dann aufs Sofa gesetzt und dann meinen eigentlichen Vorgesetzten, der im Skiurlaub war, angerufen. Der ging tatsächlich auch ans Telefon, gut gelaunt, war im Urlaub und ich habe ihm dann erzählt, du, kann sein, dass wir da gegebenenfalls einen Serienmörder haben.